Hey Leute, bevor das eigentliche Video startet, müsst ihr euch das unbedingt erst anhören. Das ist echt wichtig. Unser Wahlkampf ist in Gefahr und wir brauchen eure Unterstützung, denn der Super-GAU ist eingetreten. Wir haben hier in Brandenburg im September Landtagswahlen. Wir wollen stärkste Kraft werden und wir wollen regieren. Doch nun hat Innenministerin Nancy Faeser das Kompaktmagazin verboten. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Nun, wir hatten als AfD Brandenburg einen Vertrag mit dem Kompaktmagazin über Bühnen für unsere Wahlkampfauftritte. Dafür haben wir eine hohe fünfstellige Summe gezahlt. Jetzt ist das Geld weg und die Bühnen sind weg. Als Landesvorsitzender der AfD Brandenburg bitte ich euch, uns zu unterstützen, neue Bühnentechnik bezahlen zu können. Ich bitte um eure Spende. Ich würde es nicht tun, wenn es nicht wichtig wäre. Bitte helft uns dabei, dem Establishment zu zeigen, dass wir nicht klein zu kriegen sind. Helft uns dabei, Brandenburg blau zu machen. Wir wollen es nicht, wir werden uns nicht an diesen Kriegsspielen beteiligen. Vor allen Dingen werden sie nicht unsere Enkelkinder und Kinder in diesen Krieg verheizen. Das lehnen wir ab. Tino Kruppalla haut beim Familienfest in Brandenburg richtig raus. Er macht klar, unsere Kinder werden nicht für eure Kriege geopfert. Und er ist sich sicher, dass diese Wahl der SPD den letzten Sargnagel versetzen kann. Bleibt dran, das ist nur der Anfang. Ja, liebe Freunde, oh Mensch, ist das schön laut hier. Ja. Vielen Dank für diesen doch freundlichen Empfang und ja, es tut mir leid, dass ich hier etwas zu spät gekommen bin, aber ich habe doch ein bisschen, oder wir haben heute unterschätzt mit einem kleinen Stau von einer Dreiviertelstunde, dass es doch fast von der ostsächsischen Grenze in der Nähe von Bad Muskau-Forst, das ist ja fast Brandenburg, doch bis hier zu euch fast eine halbe Weltreise war. Und das war es. Aber nichtsdestotrotz bin ich natürlich gern hier und freue mich, wirklich so viele Leute hier zu sehen. Und wenn ich an den Slogan hier denke, und den sehe ich ja schon, es ist Zeit, genau das ist richtig. Deswegen denke ich mal, es ist noch nicht zu spät. Und ihr habt ja viele tolle Redner heute schon gehört, den Spitzenkandidaten Christoph Berndt. Und es ist Zeit, das ist genau die Zeit, dass Christoph Berndt hier in 2 Wochen natürlich auch die Wahl in Brandenburg gewinnen will. Und dafür bin ich hier, dafür werden wir kämpfen, liebe Freunde, dass auch wir die blaue Wende in Brandenburg gewinnen. Und auch mit René Springer, eurem Landesvorsitzenden, der hier heute schon gesprochen hat. Ich denke, ihr habt gute Leute hier in Brandenburg, auch auf der Liste mit Herrn Adam, den natürlich die Erststimme hier in diesem Wahlkreis gehören sollte und gehören muss, damit wir hier auch die meisten Direktmandate im Brandenburger Landtag gewinnen, damit die AfD genauso stark ist wie in Thüringen, wie in Sachsen, damit die blaue Welle weiter in den Osten hineintreibt, bis sie irgendwann auch im Westen ist, liebe Freunde. Und genau dafür kämpfen wir. Und ihr habt jetzt viel gesehen, wie nach den Landtagswahlen in Sachsen und in Thüringen die Altparteien ja, sich zusammenraufen wollen und wieder gegen die AfD, natürlich gegen den Wählerwillen, gegen den Bürgerwillen Politik zu machen. Und ja, dann hört man jetzt im Fernsehen, ja, das wird der Wähler natürlich irgendwann merken, dass mit der AfD keine Politik zu machen ist und das nächste Mal wählt man dann wieder die anderen. Ich meine, ganz ehrlich, liebe Freunde, für wie dumm hält man uns Ossis eigentlich? Weil wir haben und werden niemals vergessen. Das haben wir schon 89 nicht getan, als man uns dann nach der Wiedervereinigung belogen hat. Und wenn man uns jetzt weiter belügt, dann werden wir das auch nicht vergessen. Wir haben noch diese Geduld und wir werden es schaffen, dass wir in Brandenburg genauso wie in Sachsen und Thüringen regieren werden. Es ist eine Frage der Zeit und diese Zeit haben wir, liebe Freunde. Zum Wohle unseres Landes werden wir dafür kämpfen. Und wenn man aktuell auch durch Berlin zieht und wenn man das sich auch anhört, dann merkt man, dass man natürlich die Brandenburger Wahl, gerade für die SPD, dass das noch der letzte Sargnagel für diese Ampel sein kann. Und den werden wir einschlagen, liebe Freunde. Das sage ich euch. Den werden wir einschlagen. Dann wird man sehen, ob, wie gesagt, diese Regierung, und das ist eine Regierung ohne Volk, nichts anderes ist die Ampelregierung in Berlin und das Gleiche wird Herrn Woidke hier in Brandenburg passieren. Ich denke, das ist heute schon gesagt worden, er hat es ja selber angekündigt, also machen wir es ihm einfach, schicken wir ihn in die Rente in 2 Wochen, er hat es verdient, es ist zu Ende, Herr Woidke. Ja, ich habe jetzt
einige Punkte noch mitgebracht, auch aus Berlin, die ihr sicherlich schon gehört habt. Und wenn man sich die aktuelle Situation auch anschaut, auch jetzt wieder nach den Landtagswahlen im Osten, wo uns suggeriert wird, jetzt wandern wegen der bösen AfD die Menschen aus unserem Land ab. Sie gehen jetzt weg, man hat Angst. Und dann frage ich mich immer, was ist eigentlich die letzten Jahre passiert? Wie viele sind da abgewandert? 250.000 alleine im letzten Jahr gut qualifizierte junge Menschen, gut qualifizierte, ausgebildete Fachkräfte, die gegangen sind. Warum? Wegen zu hohen Steuern, wegen zu hohen Abgaben. Das ist der Grund. Und dafür ist die CDU, SPD, die FDP und die Grünen verantwortlich für die letzten Jahre. Millionen Menschen sind schon gegangen. Und das ist immer diese Alibi-Politik, die wir aktuell erleben, dass man die Schuld auf diejenigen schiebt, die überhaupt nicht regieren. Wer regiert denn aktuell in diesem Land? Wer ist denn verantwortlich für die Zustände in diesem Land? Wo wir sagen, Schluss damit, so wollen wir nicht weiter leben, so wollen wir auch nicht weiter regiert werden. Vor allen Dingen am Volkeswillen vorbei. Das werden wir nicht akzeptieren. Der Wähler hat in Sachsen eine klare Sprache gesprochen, zumindest dort mitregieren zu wollen. Dass man endlich auch diejenigen Wähler, 1/3, genauso wie in Thüringen, wahrnimmt und endlich zu einer Politikwende vorantreibt. Und das ignoriert man und das ist antidemokratisch, nichts anderes. Und das sagen die, die jeden Tag von Demokratie reden wollen. Und gerade bei euch und gerade im Osten, wenn wir jetzt auch davon hören, dass der Osten diejenigen sind, der Treiber in der Wirtschaftspolitik. Das Gegenteil ist der Fall. Schauen wir uns einfach die nackten Zahlen an. Der Osten steckt wieder in der Krise. Wir haben schon eine Transformation mitgemacht, eine schwere Transformation nach der Wiedervereinigung. Als wir diejenigen, die hier noch geblieben sind in diesem Land, was aufgebaut haben, die sich ein Haus gebaut haben oder saniert haben, die dafür Kredite aufgenommen haben. Und das ist genau die Generation, die jetzt diese Dinge abbezahlt hat, die jetzt in Frieden und Ruhe ins Alter gehen möchte, in die verdiente Rente und von dieser Rente, wenn man es überhaupt noch kann, leben will und nicht gezwungen wird, wieder zu sanieren, nicht gezwungen werden soll, wieder die Heizung rauszureißen. Nein, das lehnen wir ab. Wir wollen nicht bevormundet werden, liebe Freunde. Man soll uns in Ruhe lassen. Und genau das ist der Punkt. Wir haben aktuell so viele Unternehmensinsolvenzen wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr, wie seit 30 Jahren mehr. Und es sind mittlerweile Unternehmen, die sich durch die Wiedervereinigung gekämpft haben. Viele Unternehmen, die energieintensiv sind, Glasbetriebe, Gießereien, Papierfabriken, die es jetzt trifft. Das ist der gestandene Mittelstand, der jetzt in die Knie gezwungen wird. Und auch die Großindustrie. Wenn man jetzt zum Beispiel sieht, VW, ja, das kommt doch nicht und fällt doch nicht vom Himmel. Was sind denn die Ursachen? Das ist mit Sicherheit nicht die AfD, die daran schuld ist. Und wenn ich Herrn Blume sehe, der jetzige Vorstandsvorsitzende von VW, ich habe ihn vor 3 Jahren in Dresden gehört, da war er noch Porsche-Chef und da hat er bei der IHK einen Vortrag gehalten. Den fand ich damals sehr interessant, beziehungsweise wir haben uns alle, auch diejenigen Handwerker, Mittelständler, die da waren, haben wir uns alle ungläubig angeschaut. Da hat er wirklich fabuliert, ja, bis zum Jahr 2030 soll der VW-Konzern komplett auf E-Mobilität umgestellt sein. Jetzt schaut mal auf den Kalender, bis zum Jahr 2030 ist nicht mehr lang. Und genau diese Strategie, diese falsche Strategie, hat er umgesetzt als Chef. Und das ist das Ergebnis. Man hat im Prinzip Schrott produziert, den niemand haben will. Es will nämlich niemand diese E-Autos, vor allen Dingen für Preise, wo man sich wirklich fragt, wer soll die sich eigentlich leisten können? Wer soll eigentlich im ländlichen Raum mit diesen Dingern fahren, wo man keine Station hat, wo man aufladen kann? Das ist komplett am Kunden vorbei. Wie kann man als Firmenchef überhaupt so agieren? Jeder mittelständische Unternehmer wäre schon lange pleite. Und was passiert jetzt? 5 Milliarden Euro hat man jetzt schon miese gemacht und am Ende wird der Staat wieder einspringen. Und da sage ich ganz ehrlich, das ist ideologische, verfehlte Energiepolitik von diesen Firmenchefs, die genauso zurücktreten sollten wie diejenigen, die politisch dafür verantwortlich sind. Und das sind die Regierungen, liebe Freunde. Jetzt spricht man auch davon, dass man wettbewerbsunfähig oder nicht mehr wettbewerbsfähig ist in Deutschland. Dass die Energiepreise zu hoch sind. Ja, auch das sind alles Dinge, die nicht vom Himmel gefallen sind. Wenn man sich die Energiepreise, die Gaspreise anschaut. Und was sind die Gründe davon? Auch das wissen wir. Schauen wir uns an.
was mit der Nord Stream-Sprengung passiert ist, seit dieser Nord Stream-Sprengung, wo wir günstig Gas bekommen haben, wo wir wettbewerbsfähig waren, die letzte Lebensader, die uns am Leben gehalten hat, günstig Energie zu bekommen und auch günstig zu produzieren, wurde uns vor der Nase von sogenannten Freunden weggesprengt. Und was macht eine Bundesregierung, eine Landesregierung, auch ein Herr Voigt, sagt er was dazu eigentlich? Man zuckt mit den Schultern, es ist fast egal, es interessiert niemand. Und da frage ich Sie alle, agiert so eine souveräne Bundesregierung, agiert so ein souveränes Land? Welches Land der Erde lässt sich so etwas bieten, außer Deutschland? Daran sehen Sie im Prinzip, dass hier im Staate Dänemark was faul ist und wir werden es aufklären, diesen Anschlag. Und wir werden diejenigen, die dafür verantwortlich sind, vor Gericht bringen. Und auch diejenigen, die das kritisieren, wie zum Beispiel der ungarische Präsident Viktor Orban, der sagte dazu, unter amerikanischer Führung hat dieser Anschlag stattgefunden. Und dass sich Deutschland diesen Anschlag stillschweigend gefallen lasse, sei ein Akt der Unterwerfung. Und da hat er vollkommen recht. Mehr muss man dazu gar nicht sagen. Aber ich sage eins. Wir als AfD werden uns nicht unterwerfen. Wir werden weiter für deutsche Interessen, für deutsche Arbeiter, für den deutschen Mittelstand kämpfen. Das ist unsere Vision für diejenigen, die wertschöpfen, in diesem Land was leisten. Denn wir sind die letzte Stimme derer, liebe Freunde. Und wir wissen auch alle selbst, wer diesen Wirtschaftsstandort, wer Deutschland schadet. Das ist der grüne Wirtschaftsminister Habeck mit seinem Wirtschaftskrieg gegen Russland, die grüne Außenministerin Baerbock, die Politik macht wie eine Elefantin mit Trampolin im Porzellanladen. Das ist der falsche Oppositionsführer Merz, der seine Vergangenheit als BlackRock-Lobbyist nie abgelegt hat. Und deswegen sage ich euch, liebe Freunde, wenn ihr überlegt und denkt, dass Friedrich Merz, die CDU, eine Opposition sein sollte oder beziehungsweise ein Neuanfang sein sollte, dann vergesst es bitte. Jede Stimme für die CDU ist eine Stimme für BlackRock, die uns ausnehmen wie die Weihnachtsgans. Das ist nichts anderes als Olaf Scholz. Und deshalb werden wir es auch weiterhin ablehnen. Und auch da haben wir recht gehabt, die letzten Jahre, dass wir weiteres Steuergeld in die Ukraine pumpen, in dieses korrupte Land weiterhin stecken. 6 Milliarden Euro Bürgergeld für Ukraine, liebe Freunde, sind mehr als genug. Und wir haben es von Anfang an kritisiert, dass dieses Bürgergeld für die Ukrainer ein Pull-Faktor ist für weitere Leute, die hierher kommen wollen, die hier nur Sozialleistungen erhalten und nicht arbeiten gehen wollen. Liebe Freunde, mittlerweile fordert das jetzt die CDU-CSU. Also kann unser Vorschlag nicht falsch gewesen sein, das als Fehler zu deklarieren. Weitere Militärhilfen in die Ukraine. 30 Milliarden Euro haben wir bislang an Militärhilfen, an finanziellen Hilfen an die Ukraine gegeben. Ist damit ein Soldat weniger gestorben? Ist damit der Krieg beendet worden? Ist damit irgendwas besser geworden in der Ukraine? Und es glauben immer noch Leute in dieser Bundesregierung, aber auch in der CDU, von Kiesewetter angefangen bis Friedrich Merz, dass man diesen Krieg gegen eine Atommacht gewinnen kann. Wie wahnsinnig muss man sein? Und deshalb, liebe Freunde, das ist auch unsere Aufgabe für unsere Kinder und Enkelkinder. Wir wollen keinen weiteren Krieg in Europa. Wir wollen vor allen Dingen nicht eine Ausbreitung des Krieges die nächsten Jahre. Wir sind für Frieden und dafür werden wir uns einsetzen. Das haben wir aus unserer Vergangenheit gelernt, liebe Freunde. Und viele von uns, alle eigentlich hier, wissen kaum oder wissen nicht, was Krieg ist. Wir kennen es aus Erzählungen, auch unsere Kinder von Erzählungen oder aus dem Schulunterricht. Und ich kann nur sagen, liebe Freunde, belassen wir es dabei. Wir wollen es nicht, wir werden uns nicht an diesen Kriegsspielen beteiligen. Vor allen Dingen werden sie nicht unsere Enkelkinder und Kinder in diesen Krieg verheizen. Das lehnen wir ab. Wir werden niemals gegen Russland in den Krieg ziehen. Und wir erleben es immer mehr. Leute und in dieser Bundesregierung reden von Krieg, wollen uns weiter in diesen Krieg hineintreiben. Wir reden über Frieden. Und diejenigen, die über Frieden reden, werden angegriffen, werden denunziert. Das ist genau der Umkehr. Verteidigungsminister Pistorius will die Bundeswehr in 5 bis 8 Jahren kriegsreif machen. Karl Lauterbach will das Gesundheitswesen auf Krieg umstellen.
und Bildungsministerin Stark-Watzinger will Kriegshetze an die Schulen bringen. Wo ich mir sage, was ist der Auftrag von Lehrern, wäre der Auftrag von einer Bildungsministerin, dass unsere Kinder endlich ordentlich lesen und schreiben können. Das sollte Frau Watzinger endlich beherzigen und in die Schulen bringen. Und deshalb sagen wir müssen die Bürger wecken, wir müssen noch mehr Leute dazu aufrufen, diese Bundesregierung, diese Kriegstreiberei zu beenden und nicht diejenigen anzugreifen, die für Frieden und Freiheit auf die Straße gehen. Und da frage ich, wo sind denn die Kirchen eigentlich in diesem Land, die sich sonst eigentlich für Frieden eingesetzt haben? Wo sind sie? Warum gibt es da keine Friedensgebete und Aufrufe, sondern dann wird die einzige Oppositionskraft in Deutschland niedergemacht und es werden Wahlaufrufe gestartet, um gegen die AfD zu Felde zu führen. Und da sage ich Ihnen ganz ehrlich, daran erkennt man den Zwietracht und auch den Unterschied zwischen Glaube und Kirche. Diese Kirche hat schon längst den Pfad des Friedens verlassen, liebe Freunde. Das sollten wir nie vergessen. Und deshalb fordere ich die Kirche auf, endlich wieder auf diesen Pfad zurückzukehren. Ich denke, es ist heute schon viel auch darüber geredet worden, was natürlich auch unsere Hauptposition immer war. Das ist zum Beispiel natürlich die Asylzuwanderung, diese groteske Zuwanderung der letzten 10, 15 Jahre zu beenden. Und wenn man sich anschaut, nur alleine die Zahlen für Deutschland, wo wir von 350.000 Asylzuwanderung allein im letzten Jahr sehen und diese auch gerechnet haben, dann sehen wir im Vergleich, wenn man sich diese Zahlen einfach mal anschaut, und es hört sich ja erstmal nicht viel an, 350.000, denkt man, naja, das geht eigentlich. Die Stadt Potsdam hat 180.000 Einwohner. Das ist also zweimal die Stadt Potsdam im Jahr, die hier einwandert. Und da fragt man sich, wo kommen denn die ganzen sozialen Probleme her? In den Kindergärten, in den Krankenhäusern, im Gesundheitswesen, wo Sie nächstes Jahr auch aus diesem Grund 15-16% mehr Krankenkassenbeitrag bezahlen müssen, weil die Kassen es nicht mehr bezahlen können, weil natürlich die Sozialleistungen immer weiter steigen. Und weil sich dieses Land das einfach auch nicht mehr leisten kann und ich sage es ganz ehrlich, auch nicht mehr leisten will. Wir sind es überflüssig, dass wir da sagen, dass diese hohen Kosten an die Bürger weitergetragen werden, liebe Freunde. Und wir hatten einen guten Spruch auch zur Bundestagswahl, unser Land zuerst. Und das gilt auch für unsere Bürger. Ich möchte, dass wir zuerst Politik machen für unsere Kinder, für unsere Enkelkinder, dass sie in die Schulen gehen, ideologiefrei und auch dort, wie wir es in Sachsen gefordert haben, wie wir es in Thüringen gefordert haben, dass es kostenlose Kindergartenplätze gibt. Denn das würde sofort Familien in Deutschland entlasten. Ich denke, das sollte eine Industrienation auch für seine junge Generation übrig haben, liebe Freunde. Und das Gleiche gilt für die wertschöpfende Bevölkerung. Auch jegliche Dinge, auch jegliche Kosten, die mit Kindern zu tun hat, für die Familien, sollten steuerlich absetzbar sein, damit es auch wieder sich lohnt, in Deutschland Kinder zu bekommen, damit es keine Schande ist, 2, 3 Kinder zu haben, damit es wirklich auch für unser Land, damit die Fachkräfte im eigenen Land halten können und auch neue Fachkräfte in unserem Land gebären. Das muss doch die Aufgabe von Politik sein, bevor man ins Ausland schaut und sich dort weitere sogenannte Fachkräfte holen will, die nie gekommen sind seit 2014. Versprochen wurde uns das, man hat uns belogen. Was kam, ist Kriminalität. Was kam, sind Terroristen, sind Islamisten. Das wollen wir nicht mehr, liebe Freunde. Und wir brauchen endlich einen Kurswechsel in diesem Bereich. Deshalb muss es auch Schluss sein, dass wir von einer Minderheit von Ideologen malträtiert werden, die uns erklären, was wir zu essen haben, wie wir zu leben haben, welches Auto wir zu fahren haben, welche Heizung wir einzubauen haben. Wo sind wir hingekommen, dass wir uns durch Verbote belehren lassen, dass wir uns hier erziehen lassen? Und das sage ich immer wieder, liebe Freunde, wir Ostdeutschen haben es doch gelernt und wir sollten schwer erziehbar bleiben. Wir alle haben was gelernt, wir alle haben einen Beruf gelernt, wir haben gearbeitet, wir haben uns was aufgebaut. Und das gilt es zu verteidigen und dafür wird die AfD immer unterstützend an eurer Seite sein, liebe Freunde. Und wenn ich dann immer wieder sehe, ja, auch was Kosteneinsparung angeht, und da gibt es ja wirklich dieses Demokratieförderprogramm der Bundesregierung, was jedes Jahr erhöht wird,
wo genau diejenigen unterstützt werden, die gegen uns Politik machen, die gegen uns ihre Demos aufbauen, bezahlt werden von wirklichen Faulpelzen und Schulabbrechern. Und genau dieses Demokratieförderprogramm werden wir als allererstes mit abschaffen. Diese Leute sollen arbeiten gehen, die sollen wissen, was Arbeit heißt in diesem Land. Genau diese Gruppen, deren Parteien natürlich, die Grünen, die SPD, dahinter stehen, die haben keine Angst um die Demokratie, sie haben Angst vor der Demokratie. Und Sie habt es erlebt in Sachsen, in Thüringen, auch bei den Wahlergebnissen, wie im Prinzip dann die Altparteien sich schon wieder gewunden haben. Von Wählerwille, vom Volkeswille war auf einmal keine Rede mehr. Man spricht lieber wieder von Brandmauern, von denjenigen, dass die AfD ja 70% nicht gewählt haben. Also so rechnet man mittlerweile. Es ist einfach bloß Wahnsinn und deshalb kann ich euch auch nur raten, auch hier am 22. September in Brandenburg mit Erststimme und Zweitstimme die AfD zu wählen. Hört auf zu überlegen, irgendwelchen Kleinstparteien noch Stimmen zu geben. Jede Stimme für eine andere Partei bzw. für eine Kleinstpartei ist eine Stimme für Herrn Woidke. Und wir wollen ihn ablösen. Das ist unser Ziel und das werden wir am 22. auch schaffen, liebe Freunde. Und deshalb, ihr habt hier auch in euer Wahlkreis einen engagierten Kandidaten mit Herrn Adam, der gute Arbeit leisten wird im Brandenburger Landtag. Ihr habt einen Spitzenkandidaten mit Christoph Berndt, der hier motivierend durchs Land zieht, den wir unterstützen werden die nächsten 14 Tage. Und deshalb braucht es diesen Druck auch von der AfD natürlich auf diese Landesregierung, damit es eben nicht so weitergeht. Auch wenn wir vermuten, dass es mit Rot-Rot sonst was, wie sie alle heißen, mit BSW, die schon Steigbügelhalter der verlorenen und verlogenen Politik geworden sind. Das müssen wir beenden und wir müssen auch klar machen, dass eine Stimme für BSW keine Stimme für einen Politikwechsel ist. Das ist es nicht. Und vielleicht noch ein Wort auch zur Vergangenheit, wo wir auch angegriffen wurden, diffamiert wurden. Wie hat man uns beschimpft in der ganzen Corona-Zeit? Und auch dort hatten wir recht gehabt. Wenn man jetzt die ganzen RKI-Files sieht, die aufgedeckt werden, wenn man jetzt sieht, wie sich die Wahrheit endlich Raum schafft. Und es kommt immer die Wahrheit ans Tageslicht. Eines Tages kommt immer die Wahrheit ans Tageslicht. Und auch dort hatten wir recht gehabt, als wir gesagt haben, gesund ohne Zwang. Wir haben vor der Impfung gewarnt. Wir haben gesagt, das muss eine Freiwilligkeit bleiben und keine Zwangsimpfung. Und auch dort werden wir nachhaken. Auch dort werden wir Untersuchungsausschüsse in den Landtagen, aber auch im Bundestag weiter fordern, damit wir wissen und auch diejenigen zur Rechenschaft ziehen, die uns gezwungen haben, unsere Kinder gezwungen haben, allein zu Hause zu bleiben, sie eingesperrt haben, die uns gezwungen haben, unsere Alten nicht mehr in den Altenheimen besuchen zu dürfen, die teilweise diejenigen gezwungen haben, alleine zu sterben. Das waren Verbrechen, liebe Freunde. Und das muss aufgearbeitet werden. Da reicht mir keine Entschuldigung. Und allein in dieser Zeit habt ihr gesehen, zu was demokratische Parteien imstande sind. Was wirklich Demokraten sind. Sie haben gezeigt, wie man Grund- und Freiheitsrechte per Schnips einfach aussetzen kann. Wie man die Leute gehörig machen will. Und deshalb, liebe Freunde, ich habe es ja schon mal gesagt, wir bleiben nicht gehörig. Wir wollen schwer erziehbar bleiben, weil wir uns das erarbeitet haben. Es ist Zeit für Frieden, liebe Freunde, es ist Zeit für Freiheit, es ist Zeit für Souveränität, für Christoph Berndt, für die AfD hier in Brandenburg, liebe Freunde. Am 22. September zeigen wir es Berlin.